herzlich willkommen in Ostgrönland. So, es ist jetzt 5 Uhr. Ich habe jetzt Eisbärwache. Ansonsten war es die ganze Nacht ruhig. Ich habe ziemlich schlecht geschlafen. Aber meinen Beinen geht's gut. Wir brechen heute ein bisschen früher auf. Also so, gestern war 7:30 Uhr Frühstück, heute 6:30 Uhr, weil wir eine Stelle überqueren müssen, die abhängig ist von der Tide. So, ist jetzt 7:45 ungefähr. Wir brechen das Camp ab, packen alles zusammen und machen uns gleich auf den Weg Richtung Küste. Und die liegt hier hinten in circa 1000 Meter Entfernung. Und von da geht es dann weiter Richtung Osten, also in diese Richtung. Und heute etwa 8 Stunden lang. Die Sonne ist schon aufgegangen, liegt aber noch hinter den Hügeln hier, deswegen kommt sie bei uns noch nicht an und es ist noch ziemlich kalt. Ja, auch das gibt es hier. Es ist 9:30 Uhr am Morgen. Wir sind seit einer Stunde unterwegs und nachdem die Sonne hinter den Hügeln hervorgekommen ist, ist die Temperatur deutlich angestiegen. Und zwar so viel, dass es bei der Anstrengung mit dem Gepäck wirklich T-Shirt-Wetter ist. Super, soll morgen noch gut bleiben und die Wettervorhersage für Freitag ist Regen. Wir schauen mal, wie es dann wird. Jetzt momentan haben wir uns gerade an der Küste entlang bewegt und das ist ganz fantastisch, weil der Fjord voller Eisberge ist. Wir haben Buckelwale gehört, aber leider nicht gesehen. Und bewegen uns jetzt wieder etwas landinwärts für die nächsten Stunden und dann wieder an der Küste entlang.
Ja, herzlich willkommen in Ostgrönland. Es gibt eine absolut spektakuläre Aussicht mit Bergen im Hintergrund und dem Eisfjord hinter mir. Dazu scheint die Sonne und es ist warm. Es ist fantastisch, es könnte eigentlich nicht besser sein. Ah, it's refreshing. Yes. Wir sind jetzt seit circa 5 Stunden unterwegs und wir kommen aufgrund des Terrains ziemlich langsam vorwärts. Viele Steigungen, viele Anstiege und der Untergrund ist extrem uneben. Es ist, als würde man auf Watte laufen häufig. Jetzt ist gleich 13 Uhr und bewegen uns gerade zu so einem Lunchplace. Von da aus geht es noch ein paar Stunden weiter. Hinter mir kann man schön die Eisberge sehen. Und da gerade Ebbe ist dieser Teil der Bucht trocken gefallen und wir können das überqueren und so ein bisschen Zeit sparen.
Wir müssen immer wieder Flüsse durchqueren, Schuhe ausziehen. Der Boden ist extrem uneben. Es gibt viele steile Anstiege und auch Passagen, in denen man fast klettern muss. Wir haben jetzt noch eine etwas schwierigere Passage vor uns und hoffen dann, dass wir so in anderthalb Stunden, dann wäre es so 17:30 Uhr ungefähr im Camp sind. Mal schauen, ob wir das schaffen. Probably my shoes, yeah. It's probably the shoes that are wet. On this section here, I just got rid of the poles in my top hand and put the poles in my bottom hand. This one ran ashore. Made a lot of noise for. Yes. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. In einer Stunde beginnt meine erste Eisbärwache. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich habe heute die erste Wache von 22 bis 23 Uhr. Hinter mir dieser wunderschöne Eisfjord. Leider ist es ziemlich bewölkt, sodass man wahrscheinlich keinen schönen Sonnenuntergang sehen wird. Wir sind heute knapp 8 Stunden gewandert. In der Zeit nur ca. 16 Kilometer weit gekommen, weil das Terrain doch ziemlich schwierig war. Also viele Anstiege und Abstiege. Der Boden ist durch das viele Moos und die Beschaffenheit des Untergrunds sehr weich. Läuft zum Teil wie auf so einem Schwamm die ganze Zeit. Das alles hat unser Fortkommen so erheblich erschwert. Auch mussten wir mehrere Flüsse durchqueren und man immer die Schuhe ausziehen muss, um durchzuwarten. Danach Schuhe wieder anziehen, trocknen und so. Das alles wäre gar kein Problem gewesen mit nur einem Daypack, aber mit viel Gepäck, wie wir jetzt dabei haben. Und ich habe knapp 30 Kilo. Braucht man doch erheblich länger und es ist sehr viel anstrengender. So, wir haben jetzt dieses schöne Lager 3 hier aufgeschlagen, direkt am Eisfjord hinter mir. Und machen uns morgen auf den Weg in den Canyon in diese Richtung. Also einmal hier rum. Da schlagen wir Lager auf und übermorgen werden wir uns dann versorgen aus dem Cache, der da in der Nähe ist. Das heißt, übermorgen der Tag wird so ein reines zum Cache laufen, mit leeren Rucksäcken, Lebensmittel holen, zurücklaufen. Und dann trägt jeder von uns Lebensmittel für 7 Tage mit sich. Das Wetter war heute außerordentlich gut, also wir haben so warme Temperaturen gehabt, dass man in Shorts und T-Shirt wandern konnte.
kaum Wind. Ja. Leider nicht so sonnig wie gestern, sehr bewölkt. Die Wettervorhersage für morgen sagt, dass es wahrscheinlich regnen wird, eventuell heute Nacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Und morgen, naja, mal schauen, sehr zuverlässig sind die Vorhersagen hier nicht. Jetzt aktuell sind es irgendwie gefühlt 6 bis 8 Grad. Morgen sollen es so gefühlt irgendwie 4 werden, 4 bis 6. Mir geht es ziemlich gut. Meine Füße tun ein bisschen weh vom Laufen heute. Ich habe keine Blasen bislang. Das Zelt steht fertig da hinten und wartet darauf, dass meine Schicht zu Ende ist. Ich habe den Bärbänger dabei für den Fall, dass ich einen Polarbären sehe. Ich werde heute besonders gut aufpassen, weil angeblich in den letzten Tagen hier ein Eisbär gesichtet worden ist. Wir werden es sehen. Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt volle 8 Stunden geschlafen und fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe ein bisschen Muskelkater in den Beinen, sonst alles okay. Heute früh morgens bei der letzten Wache, also zwischen 5 und 6 Uhr, war anscheinend hier wieder ein Polarfox da und hat hier eins von unseren Gegenständen geklaut. Der Kollege der Wache konnte es ihm glücklicherweise wieder abjagen. Aber das zeigt, man muss hier echt aufpassen, darf hier nichts rumliegen lassen. Auch wenn es hier wenig Füchse gibt und die insgesamt eine sehr geringe Populationsdichte haben. Die sind extrem neugierig und aufgrund des minimalen Nahrungsangebots auch ziemlich draufgängerisch, wenn es darum geht, irgendwas zu erbeuten. So, wir sind jetzt seit circa 1 Stunde unterwegs. Das Wetter ist ziemlich unbeständig. Es nieselt die ganze Zeit so leicht, ist aber nicht besonders kalt. Leider kann man die Sonne praktisch nicht sehen. Wir bewegen uns jetzt durch das Tal mit dem Fluss auf dem Weg zu unserem Cache. Wir werden jetzt einige Kilometer von hier unser Lager aufschlagen und morgen dann zur Küste laufen, die Vorräte zu holen und wieder zurück. So, das Wetter hat doch ein bisschen umgeschlagen. Es ist einfach total feucht und sehr kalt. Gefühlt sicherlich unter Null. Dazu leichter Wind, ziemlich unangenehm. Und um uns rum sind Berge mit großen Gletschern. Und links von mir ist ein großes Feuchtgebiet und Fluss. Das trägt sicher alles dazu bei. Insgesamt gesehen ist es kein besonders schwieriger Trek heute, aber es ist einfach unangenehm. Sobald man stehen bleibt, fängt man an zu frieren und es
ist immer so kontinuierlich so ein leichter Regen. Naja, auch solche Tage muss es geben. So, wir sind heute nach etwas weniger als 6 Stunden an unserem Lagerplatz angekommen für die nächsten 2 Nächte. Die Aussicht wird von Mal zu Mal besser. Der einzige Haken ist, es ist hier relativ windig und dadurch recht kalt. Wir sind gerade im Begriff, das Camp aufzubauen, und nachdem es heute doch den ganzen Tag so feucht war und geregnet hat, unsere Ausrüstung zu trocknen. Ja, heute war der 4. Tag unseres Trecks. Hinter mir geht gerade die Sonne unter. Es ist jetzt 20:12 Uhr. Wir befinden uns jetzt in einem Tal auf dem Weg zu unserem Versorgungspunkt, an dem uns morgen ein Boot treffen wird und uns Vorräte für die nächsten 7 Tage übergeben wird. Es ist auch jetzt der erste Zeitpunkt, wo das Wetter wirklich gut ist. Die letzten 60 Minuten ungefähr hat die Sonne geschienen und der Himmel ist ein bisschen aufgeklärt. Ansonsten war es den Rest des Tages ziemlich kalt, sehr windig und hat eigentlich durchgängig so ein bisschen geregnet immer. Es ist relativ unangenehm zu laufen. Wir sind hier auf so einer Anhöhe und überblicken diese wunderschöne Szenerie. Es hat so ein bisschen den Nachteil, dass es in diesem Talkessel natürlich von mehreren Seiten
relativ starke Luftströmung gibt und dadurch kalt wird. Ich habe heute die zweite Wache von 23 bis 0 Uhr und werde deswegen bald ins Bett gehen. Ich bin ein bisschen müde, ich hatte gestern einen langen Tag. Ich hatte im Prinzip die letzte Wache bis 23 Uhr und dann am Tag davor die erste Wache von 5 bis 6 Uhr. Ich hatte also einen ziemlich langen Tag, wir sind viel gelaufen. Heute ging's, waren knappe 6 Stunden unterwegs. Terrain war jetzt nicht schwierig. Es ist halt viel so morastiger Boden, sumpfiges Land und man muss aufpassen, wo man hintritt und das erschwert das Vorankommen enorm. Also mehr als 2 km/h mit dem Gepäck sind hier eigentlich nicht realistisch. Morgen steht der Supply Run an, das heißt wir laufen hinter mir etwa 3,5 Stunden bis zur Küste, nehmen die Vorräte auf und laufen wieder 3,5 Stunden zurück. Ja, guten Morgen. So, guten Morgen. 3. Versuch. Guten Morgen, es ist 8:45. Wir haben gerade unsere Sachen zusammengepackt und das Camp so fertig gemacht, dass wir es hier stehen lassen können. Machen uns gleich etwa 3 bis 4 Stunden in diese Richtung auf den Weg zur Küste, um unseren Lebensmittelnachschub abzuholen und dann wieder zurückzulaufen. Meine Wache war gestern ereignislos, aber bei den anderen Wachhabenden ist doch mehrfach ein Polarfuchs gekommen und musste vertrieben werden. Ich habe trotzdem ziemlich schlecht geschlafen, vor allem ab der zweiten Nachthälfte gab es einen ziemlich starken, schneidenden Wind. Der ist auch jetzt noch da, sodass die gefühlte Temperatur irgendwo unterhalb des Gefrierpunkts liegt. Hilft ja alles nichts. Wir hoffen, dass das Wetter heute tagsüber ein bisschen besser wird und machen uns gleich auf den Weg, suchen eine Stelle, um den Fluss da unten zu queren und kommen dann, geplant ist, gegen 13 Uhr am Cache an. Wenige Dinge bringen den Kreislauf so in Schwung wie früher morgens einen Gletscherfluss zu durchqueren, dessen Wasser so 2 Grad hat bei 4 Grad Außentemperatur und starkem Wind.
So, ohne das schwere Gepäck, nur mit so, etwa 12 Kilo, die ich trage, ist das Ganze eher ein Spaziergang. Ein Riesenunterschied zu den 30, die ich normalerweise habe. Wir sind seit so knapp einer Stunde unterwegs. Die Temperatur heute soll 4 Grad nicht übersteigen. Und dazu halt der Wind, das macht das Ganze recht unangenehm. Man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben, damit einem nicht kalt wird. Das Terrain ist einfach und keine große Herausforderung bis jetzt. Aber wir haben noch einige Kilometer vor uns. So, wir sind noch circa 1,5 Kilometer von unserem Cache entfernt, wo wir die Lebensmittel für die nächsten 7 Tage aufnehmen werden. Und das Terrain hier ist wirklich angenehm einfach zu gehen und wunderschön. Hinter mir ist das Flussdelta, das ins Meer mündet. Und ansonsten ist es hier weites, offenes Land, wenig Anstiege, von Temperatur her wahrscheinlich so um die 4 Grad, ein bisschen windig, aber zum Laufen eigentlich ganz angenehm. Mittlerweile ist ein bisschen Sonne da, nicht viel, der Himmel ist immer noch bewölkt, aber wahrscheinlich genug, dass ich das Solarladegerät rausholen und ein paar meiner Akkus laden kann. So, wir sind jetzt am Drop-Off-Point für das Boot. Mittlerweile ist die Sonne richtig aufgegangen, der Himmel hat aufgeklärt und es ist angenehm warm, zumindest in der Sonne, sodass man im T-Shirt laufen kann. Es ist echt gutes Wetter gerade und wirklich schön. Und hinter mir diese fantastische Szenerie. So, das Versorgungsboot war da und hat unseren Nachschub gebracht. Ich habe das alles vorher schon gepackt. Mittagessen, Snacks, Frühstück und Abendessen. Insgesamt 7 Mal. Das muss jetzt alles in diesen Sack. Und dann kommt es in den Rucksack.
ist jetzt 15:30 Uhr und wir sind auf dem Weg von unserer Nachschubstation zurück zu unserem Camp. Das sind von hier aus nochmal ungefähr 2 Stunden Fußweg. Wettertechnisch ist es dabei geblieben, leichter Wind, bisschen Sonne und angenehme Temperaturen zum Gehen. Und es ist schon schade, dass wir morgen an einen anderen Ort weitergehen, weil hier ist es wirklich wunderschön. Aber ich bin mir sicher, dass ich noch ganz viele Highlights sehen werde auf diesem Trip. Yeah, here it's a bit deeper. Oh yeah, that gets really deep actually. Gets so deep right there, maybe So, ist jetzt 7:30. Wir waren heute insgesamt über 8 Stunden unterwegs, um neue Vorräte aufzunehmen und dann wieder zurück zum Camp. Es ist wieder wie gestern Abend total kalt, aufgrund von diesem schneidenden Wind, der hier durch das Tal zieht. Und ich habe die Wache um 0 Uhr bis 1 Uhr. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett, lege mich ein paar Stunden hin. Out of it! 0 Uhr. Ich habe jetzt Eisbärwache oder besser Polarfuchswache. Der war heute schon einige Male da und möchte gerne was von unseren Vorräten abhaben. Ja, ich bin ziemlich müde, konnte bis jetzt irgendwie nicht schlafen und es ist ziemlich windig und sehr kalt und dunkel. Dafür ist nur 1 Stunde glücklicherweise.